Beim Üben mit einem Überdämpfer hast du wesentlich mehr Widerstand, als wenn du mit der Trompete eben offen spielst. Natürlich, wir wollen ja auch die Lautstärke stark reduzieren, somit muss letztendlich auch der Luftfluss etwas gehemmt werden und die diversen Überdämpfern sorgen eben dafür, dass weniger Lautstärke, weniger Luftdruck aus dem Instrument kommt. Wenn wir jetzt mit einem solchen Überdämpfer trainieren, ist es immens wichtig, dass wir unsere Lautstärke im Griff haben. Da ist es auch ganz egal, mit welchem Überdämpfer du trainierst. Bei dem einen kommt es früher, bei dem anderen etwas später. Aber rein vom Spielgefühl, der Dynamik, ist es wichtig, dass wir uns im Piano, Mezzo-Forte-Bereich bewegen. Oft ist es so, dass man versucht, sein freies Spiel zu imitieren, was natürlich nicht möglich ist, weil wir spielen ja jetzt mit einem Überdämpfer. Das heißt, die Lautstärke wird da ja künstlich reduziert. Das ist auch gut so, damit man eben in Wohnungen oder zum Beispiel auch im Urlaub trotzdem am Trompetentraining dranbleiben kann. Und da ist es eben wichtig, dass man etwas Rücksicht nimmt und da können uns Überdämpfer eben immens unterstützen. Wenn wir also jetzt einen Überdämpfer bei der Trompete eingesetzt haben, kannst du zu Hause, wenn du mit einem solchen übst, gerne mal versuchen, nimm einen Ton nach Belieben, ich nehme jetzt einfach mal das G2 und ich spiele ganz frei natürlich ins Instrument hinein. Da merke ich, okay, ich habe ein gutes Gefühl, die Luft kann rausströmen. Und zwar ohne dass Blockaden entstehen. Jetzt trainiere ich einmal über diese Lautstärke drüber und du wirst bemerken, dass gewisse Druckpunkte bei dir zu verzeichnen sind. Da geht zum Beispiel der Hals eng. Ich merke hier im mittleren Bereich immer so einen Druckpunkt, der stärker wird. Aber du kannst es eventuell auch merken, indem zum Beispiel dein Ansatz nicht dicht hält und zum Beispiel hier auch Luft ausströmt an den Mundwinkeln. Probier es mal aus. Jetzt merke ich, dass hier etwas Luft rauskommt und hier kam auch wieder dieser Druckpunkt. Wenn ich jetzt meinen anderen Überdämpfer benutze, das ist dieser Pumpet gewesen, jetzt habe ich den Whisper. Auch ein schönes, freies Spielgefühl und jetzt gehe ich wieder drüber. Merke ich wieder Druckpunkt und die Luft entweicht an einem Mundwinkel. Das heißt, ganz egal, was ich jetzt spiele, bewege ich mich immer in der Lautstärke Mezzo-Forte. Das ist eine gesunde Lautstärke. Man kann auch in die hohe Lage, tiefe Lage gehen. Man kann auch klangvoll spielen. Wichtig ist immer, dass du eben auf dein Körpergefühl achtest und merkst, okay, wenn ich jetzt künstlich drauf drücke, mehr gebe, als der Dämpfer letztendlich durchlässt, dann entsteht Gegendruck. Und da muss man immer aufpassen, dass man sich das nicht angewöhnt, weil du hast dann Probleme, wenn du zum Beispiel nach einer Woche oder 2 oder 3 Wochen Urlaub wieder zurückkommst und auch die Möglichkeit hast, wieder offen zu spielen. Du wirst merken, du spielst lauter, du hast keine Intonation, du hast kein Gefühl, du hast keine Tonkontrolle. Ich habe das mal ausprobiert, über 2 Wochen hinweg war eine Katastrophe. Eine Woche hat es gedauert, bis ich wieder einigermaßen spielen konnte. Nach 2 Wochen ging es dann wieder normal. Also wenn man mit Überdämpfer übt, ich habe damals auch in einer Mietwohnung gewohnt, dann ist es eben so, dass man einfach mit Sinn und Verstand an die Sache rangeht und einfach weiß, was man da macht. Also es kann zu Problemen führen, mach es mit Sinn und Verstand, spiele Piano Mezzo-Forte Bereich, achte auf dein Körpergefühl, nicht nur auf den Sound, der vorne entsteht, sondern auf wirklich ganzheitlich dein Körpergefühl und du wirst merken, du kannst wunderbar mit deinem Überdämpfer Trompete spielen im Urlaub oder bei dir zu Hause in der Wohnung. Wenn du sagst, ich hätte aber schon auch gern das freie Spielgefühl, dann nutzt doch eins von diesen unzähligen Buzzing-Geräten. Den Buzzer haben wir hier auch schon mal vorgestellt von Markus Arnold, aber da gibt es letztendlich auch ganz viele. Du kannst auch buzzern, zum Beispiel mit dem Whisper Überdämpfer, der hat hier auch diese Buzzing-Funktion, indem er hier vorne dann zumacht. Dann hat er diese
Buzzing-Möglichkeit, aber da gibt es letztendlich viele Sachen, die du nutzen kannst. Du kannst letztendlich auch, muss man mit der Lautstärke wieder etwas aufpassen, nur auf dem Mundstück spielen. Da gibt es verschiedene Möglichkeiten. Also pass auf dein Körpergefühl, dass du nicht zu laut mit Überdämpfer spielst. Mezzoforte ist unsere grobe Orientierung und ansonsten mach deine Buzzing-Übungen mit dem Buzzer etc. Dann hast du auch mehr ein freies Spielgefühl und hast dann letztendlich, wenn du wieder nach Hause kommst oder wenn du offen spielen kannst, zum Beispiel in der Blasorchesterprobe, dann hast du keine Probleme, dann letztendlich dein Instrument auch wieder wunderbar und vor allem natürlich spielen zu können, ohne dass du Probleme hast, wie zum Beispiel enger Hals etc. pp. Also achte mal drauf, dass du nicht drüber gehst, sondern immer in der Spur bleibst und dann wünsche ich dir viel Erfolg bei deinem Trompetentraining. Lass am Ende noch ein Like und Abo da. Wir sehen uns nächste Woche zu einem neuen Video rund ums Trompete spielen. Bis dahin, ciao, euer Nico.